Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für leckere Kräuterbutterschnecken. Dafür bereiten wir zunächst eine Kräuterbutter vor. Ich habe hier Petersilie sowie Schnittlauch, jeweils eine gute Handvoll. Die Kräuter jetzt mit einem Messer fein hacken bzw. den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Die gehackten Kräuter anschließend zusammen mit 150 Gramm weicher Butter in eine Schüssel geben, eine Knoblauchzehe dazu pressen, außerdem mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer würzen und danach alles mit einer Gabel oder einem Löffel verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und die Kräuterbutter dann kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Hefeteig. Dafür einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 200 Milliliter lauwarmes Wasser und dann alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 400 Gramm Mehl, einem guten Schuss Olivenöl und einer Prise Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Den fertigen Teig anschließend auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen, mit den Händen leicht flach drücken und dann mit einem Nudelholz dünn und flach in etwa auf die Größe 40 x 50 cm ausrollen. Wenn das erledigt ist, die vorbereitete Kräuterbutter auf den Teig geben und dann gleichmäßig dick darauf verstreichen. Danach den fertig belegten Teig von der Längsseite her straff aufrollen. Und jetzt müssen wir die Teigrolle nur noch portionieren. Dafür mit einem Messer in etwa 2 cm dicke Stücke schneiden und dann mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, mit einem Küchentuch abdecken und für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. So sehen die Kräuterbutterschnecken nach der Ruhezeit aus. Jetzt kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 15 bis 20 Minuten, bis die Schnecken eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Nach der Backzeit aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Anschließend auf dem Blech oder einem Gitter etwas abkühlen lassen und dann am besten noch warm servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.